der Stille der tiefsten Landstriche, wo die Zeit stillzustehen scheint und die Natur langsam ihre Überhand gewinnt, erhebt sich ein verlassener Bauernhof. Hier, in dieser Einsamkeit, lebte ein einsamer Mann, von der Welt vergessen und von rätselhaften Geheimnissen umgeben. Doch es gibt mehr in diesem verlassenen Ort als nur das, was auf den ersten Blick zu sehen ist. In den Tiefen des Hauses, in den staubigen, verwinkelten Gängen lauern düstere Geheimnisse. Ganz interessant zu sehen ist, was sich hier hinter verbirgt. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Also wenn der Herr, der hier gewohnt hat, gerade noch geschlafen hat in diesem Bett. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, aber ich habe schon die Tränen in den Augen gerade wieder. Das habe ich in einem Lost Place noch nie gesehen. Doch die Stille, die den Hof umgibt, ist nicht alles, was dieses Lost Place ausmacht. Was hütet dieser verlassene Bauernhof und welches Mysterium wartet darauf, von uns erkundet zu werden? Dann kommt man mit in die gute Stube. Hier ist alles voller Dosen. Hier hat einer echt krass Dosen gesammelt. Katzenfutter, Hundefutter ist auch da, normaler Bohneneintopf. Normalerweise würde ich auf das Ablaufdatum schauen, aber ich möchte das hier ungern anfassen. Vielleicht sehen wir hier auf dem Boden. Auf der Dose haben wir ein Datum, 15.02.2020. Also nehmen wir mal ein Datum zwischen 2019 und 2020 fürs Erste. Da sind noch weitere Nischen und da hängt der schlechte Anzug. Irgendwelche Regenklamotten sind das, die mal aufgehangen wurden, aber die hängen auch schon ziemlich lange hier. Wenn man sich die Spinnen und die Spinnweben hier dann anschaut. Das ist wieder was für Spinnphobiker. Rechts im Raum eine alte Toilette, die auch schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt wurde. Und ein richtig verranztes Bügelbrett und Bügeleisen. Da steht schon so lange rum, dass der Portion drauf rumliegt. So, dann können wir aus dem Raum raus und uns weiter umschauen. Hier ist noch eine Tür. Wo führt die? Was ist das denn hier? Das schaut aus wie so was wie eine Art Vorraum oder sowas, aber das passt hier so gar nicht hin. Ich finde Bauernhöfe sowieso immer komisch aufgeteilt. Links neben dem Eingang haben wir noch so ein Nähkästchen. Schimmel haben wir auch natürlich hier. Des Weiteren gibt es auf dem Boden noch eine Mikrowelle. Ein bisschen altes Gerümpel. Und etwas, von dem ich nicht weiß, was das ist. Bitte KB-Zeit von 3 Minuten einhalten, dadurch noch längere Lebensdauer. Ach, das ist ein Messerschleifgerät. Und die Person, die in diesem Haus gewohnt hat, hat hier so ein bisschen Eau de Toilette von Axe stehen lassen. Das ist noch voll. Wahrscheinlich ein Geschenk, was er nie benutzt hat und auf Rate stehen lassen. Das dahinter ist auch noch voll. Caloderma, das kenne ich nicht mal. Der Kühlschrank in der Ecke ist zum Glück wieder mal leer. Und das ist der Blick ins alte Badezimmer. Aufgrund der ganzen Rasierer, die wir hier schon gesehen haben, würde ich sehr stark behaupten, dass hier ein Mann gewohnt hat. Ob alleine oder mit seiner Frau, das werden wir vielleicht noch rausfinden. Ich gehe aber mal davon aus, dass er hier alleine gewohnt hat. Wie ihr sehen könnt, die ganze Farbe hier blättert schon ab. Ist alles schon angegilbt. Was auffällt ist, dass diese Dusche gar keinen Vorhang hat. Ne? Die hat nur dieses Plateau, diesen Löcher drin im Boden, so wie das aussieht. Und dann hat er hier geduscht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die Decke, die wölbt sich auch schon stark. Und da hier im Schrägchen nur drin. Oh, hier ist auch noch ein bisschen Axt. Also der Mann stand wirklich wohl auf Axt. Dann gehen wir aus diesem Badezimmer und Vorraum vom Badezimmer weiter. Hier in der Scheune. Und in der Ecke haben wir einen Schrank. Da hängen noch die alten Klamotten von dem Herrn, der hier gewohnt hat. Sieht für mich nicht danach aus, als wenn hier in diesem Haus eine Frau gewohnt hätte. Ganz interessant zu sehen ist, was sich hier hinter verbirgt. Da haben wir noch einen Kiwi-Roller. Das Öl oder Benzin läuft schon auf dem Boden aus. Und auch
Auch ein Nummernschild hinten, ist die Jahreszahl 2019. Dann können wir das Ganze schon mal ein bisschen mehr eingrenzen. Um das Jahr 2019 wurde das dann hier wahrscheinlich verlassen. Des Weiteren haben wir in der Ecke noch so eine alte Lampe für Hühner. Und das ist irgendeine alte Art von Waage. Also ich gehe stark davon aus, dass man Schweine und Hühner hier, vielleicht auch noch auf dieser Seite Rinder. Das kann man aber nur vermuten. In der Scheune sind wir nun fertig und gehen weiter Richtung Wohnbereich und Flur und schauen, was uns da so Spannendes erwartet. Das erste, was direkt auffällt, ist diese Stromverteilung. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber der wurde im Jahr 21 eingebaut, hat auch noch nichts auf der Uhr. Das Komische ist einfach, dass hier jemand einen neuen Stromzähler eingebaut hat im Jahr 2021. Das Haus anscheinend aber seit 2019 verlassen ist. Wollte hier einer irgendwie nachnutzen oder einziehen oder was und ist nichts draus geworden? Das ist wieder sehr, sehr, sehr weird hier in dieser Location. Und das ist der Blick in den Riesenflur. Das hat irgendwie was, würde ich sagen. Schauen wir weiter links hier in den Raum. Das ist wahrscheinlich auch mal ein Stall gewesen. Wurde dann aber als Abstellraum genutzt. Da hinten ist alles noch voller alter Gläser. Ein altes Bike steht da noch. Und ein bisschen Stroh. Da oben hängt noch ein alter Kronleuchter. Auch so ein Rad von der Kutsche. Und in dem Raum haben wir das alte Bett. Und das sieht sehr, sehr komisch aus. Oder verwirrend, besser gesagt. Da auf dem Stuhl hängen noch die ganzen Klamotten, als wenn der Herr, der hier gewohnt hat, gerade noch geschlafen hat in diesem Bett. Oh, was haben wir da auf dem Tisch? Landschaftliche Brandkasse Hannover. Versicherungsschein für Kraftfahrzeuge mit Versicherungskennzeichen. Der Brief ist für den Roller gewesen, für das Kennzeichen. Das Geburtsdatum war der 1.11.1938. Hier in diesem alten Schrank. Ist auch wieder so schön massiv. Mit Muster da drin. Super. Das gefällt mir immer super, sowas. Auf dem Schreibtisch stehen noch ein paar 10-Pfennig-Münzen. Gucken wir, was gegenüber noch im Raum zu sehen ist. Und das scheint die Küche gewesen zu sein. Hier ist aber definitiv wieder Vorsicht geboten. Und da biegt sich an der Stelle alles nach unten. Deswegen werde ich da jetzt nicht hergehen. Und guck mal Leute, auf dem Wasserrohr ist noch ein Druck. 1,3 Bar. Krass. Ganz interessant zu sehen ist, der Herr hatte da hinten einen Küchenschrank, einen Kühlschrank, den Durchlaufsitzer, eine Spüle und das war wohl der Herd. Diese beiden Kochplatten. Und irgendwie müffelt das hier. Boah, irgendwas ist hier am Müffeln und es kommt hierher. Boah. Ich muss hier raus. Boah. Das war wieder soweit. Jetzt müssen wir doch noch mal daher, denn ich habe gerade einen Kalender gesehen. Der Kalender ist von 2018. Über die Küche kommen wir in das vermeintliche Wohnzimmer und guckt euch das an. Hier ist alles noch wie gehabt. Kein Vandalismus, nichts. Nur Verfall, weil sich hier keiner mehr darum kümmert. Dieser Ort gefällt mir echt sehr, sehr gut. Dann dieser schöne alte Schrank, die ganzen Gläser noch drin. Passfotos von den Herren haben wir auch noch liegen. Ich habe hier erst gedacht, dass der Herr, der hier gewohnt hat, irgendwie so ein alter Greis oder so gewesen ist. Aber wenn man das Foto sich hier anschaut, scheint ein netter Typ gewesen zu sein. Wie er war, kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier irgendwie ein Aufenthaltsraum gewesen sein könnte. Bevor wir dann zurück in den Flur gehen, schauen wir hier mal weiter. Lass die Treppe nach oben. Aber dort werde ich nicht hochgehen. Bei Holz und alten Häusern, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. So. In dem Raum haben wir nochmal so einen Schlafbereich. Auch
hier hängen so einige Klamotten. Das sieht auch nach Herrenkleidung aus. Was gibt's da? Das ist ein Foto. Ich weiß nicht, ob das die Familie war oder ob das die Arbeitskollegen waren oder die Nachbarschaft, die hier war. Auf jeden Fall ist das ein Foto aus dem Flur im Haus. Irgendwas wurde da anscheinend gefeiert. Nur die Frage ist, was? Und dann können wir wieder zurückgehen. Dann geht es in den nächsten Raum. Es steht so eine richtig dicke, große Couch hier, eine Eckcouch. Auf der Couch liegen ein paar Klamotten. Hier eine Tasche mit dem Namen von dem Herrn. Dann hat man da das Feuerchen angemacht und dort konnte man sitzen, Zeitung lesen, ein Buch lesen, mit Freunden oder Verwandten quatschen. Sowas kann ich mir ganz gut vorstellen. Aus diesem Raum mufft es echt widerlich. Boah, eklig. Was gibt's da Spannendes in dem Stinkeraum? Hier kommt nämlich der Geruch her. Ich weiß gar nicht, wonach das hier riecht. Vielleicht war das der Raucherraum des Herren. Hier haben wir alte Hülsen, alte Kippenschachteln aus Polen, wie der ausschaut. Aschenbecher. Auch so ein alter Röhrenfernseher. Der ist ja noch älter als alt. Ich gehe mal da ganz stark von aus, dass da der Geruch herkommt. Ich möchte das hier nicht anfassen, echt nicht. Ja. Und, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe schon die Tränen in den Augen gerade wieder. Und einen Raum in diesem Häuschen gibt es noch. Also auf dem Brief vorhin stand nur ein Männername. Kein Frauenname, kein anderer Name habe ich auch gelesen. Entweder hat er öfters Besuch gehabt oder er hat öfters mal in irgendeinem anderen Raum geschlafen, je nachdem, wie er gerade Lust hatte. Das ist gerade schwer zu sagen. Wie der Jahrhundertstaub da schon drauf liegt. In dem Raum ist wirklich sehr, sehr viel Müll wieder und Klamotten durch die Gegend geschmissen. Auch die Decke hier sieht nicht mehr so vertrauenserweckend aus. Jetzt haben wir noch ein altes Bett, das anscheinend schon länger nicht mal als Bett genutzt wurde. Oder, jetzt sehe ich es gerade, es war mal ein Kinderzimmer vor langer Zeit. Da hängt noch ein Teil einer Zeitschrift von 2001. Pokémon-Kleber konnten hier gesammelt werden. Geht's-Saum. Also war das wahrscheinlich mal das ehemalige Kinderzimmer, wo wir jetzt gerade drin waren. Und wenn wir dann rausgehen, sehen wir auch noch ein paar Krücken. Deshalb kann man davon ausgehen, dass der Herr irgendeine Krankheit oder sowas hatte oder nicht mehr gut auf seinen eigenen Beinen war. Hier müssen wir vorsichtig sein, es geht nach draußen. Eigentlich weit und breit nichts, aber da ist eine Straße. Das heißt, da können Autos herkommen. Da hinten stehen noch Anhänger drinnen und hier geht's in die andere Scheune. Da steht Bens Kamera und da sitzt er wieder. Hi. Heute bin ich nicht am Zocken. Nicht? Was machst du denn da? Ich bin einfach fertig und warte auf dich. Okay. Ich bin fertig mit Nerven. Kann sich bei mir nur noch um Stunden handeln. Ja, ich kenne das von Heiko, alles gut. Und ansonsten war das anscheinend nur Rümpelkammer. Da hinten gibt es noch zwei schöne alte Möbelstücke, aber sonst nichts Spannendes. So wie das ausschaut, ist das die alte Werkbank. Das uralten Radio. Das sieht echt schick aus. Das gute Ballistol. Wenn du das Ballistol jetzt rumsprühst, riecht das wie alter Schweißfuß, aber so richtig alter. Ja. Wolltest du mal machen, als Deo? Nein. Damit wir auch im Auto was davon haben. Da kann ich für sorgen, dass ich weiß. Nein. Und krass ist das. Das habe ich in einem Lost Place noch nie gesehen. Ein alter Karnevalswagen. Das ist ein seltener Anblick, muss ich sagen. Für einige Menschen ganz wichtig, Glücksspiel kann süchtig machen. Vielleicht noch kurz einen Blick in den Wagen. Der ist aber eigentlich komplett ausgeräumt. Boah, das sieht aber schrecklich aus hier, die Katze.
Soll Kunst sein? Mit dem gehobenen Arm? Darf die Katze den Arm überhaupt so heben? Ist das erlaubt? Ich sage jetzt mal lieber nicht. Von der anderen Seite sieht fast genauso aus. Da gibt es auch nochmal so ein Tombola-Rad oder Glücksrad. Ich stand tatsächlich in meinem Leben noch nie auf einen Karnevalswagen. Ich bin ja eh nicht so der Karnevalsfetischist, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Hier wurde an alles gedacht. Selbst eine Toilette gibt es hier. Beziehungsweise konnte man hier so ein Campingklo wahrscheinlich aufstellen. Wer viel Bier säuft, der muss natürlich auch viel pinkeln. Jetzt gibt es weiter nur einen Kühleranhänger da hinten, einen Transportanhänger. Und das war es dann eigentlich auch schon von dieser Location. Dann sind wir mit dieser Location fertig, mit dem Bauernhaus, mit den Stallungen, mit der Wohnung und mit dem anderen Stall, mit dem Karnevalswagen. Ich muss sagen, ich bin echt ziemlich verwundert, dass das vandalismusfrei ist. Also ich habe hier überhaupt nichts gesehen, was auf Vandalismus hindeutet, nur auf Verfall und ein bisschen Durchwühlung, aber sonst wirklich top Location. Drin gab es noch viele interessante Dinge zu sehen, private Fotos, die ganzen verwirrenden Räume. Ganz interessant war auch die Küche. Der Herr, der hier gewohnt hat, hat nur eine Kochplatte gehabt für 2 Töpfe. Das war's. Eigentlich kaum vorzustellen heute. Ich hoffe, diese Location hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Lasst mir auch ein Abo da. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt stabil und negativ.